Guten Tag, darf ich vorstellen, meine neue Gitarre Luma. Wie der Videotitel dir vielleicht schon verraten hat, ist sie ein absolutes Einzelstück. Nicht, weil ich eine Gitarre umlackiert oder irgendwie gemoddet habe, sondern weil ich sie von Grund auf nach meinen Vorstellungen selbst gebaut habe. Gut, ich habe sie nicht ganz alleine gebaut und ich hatte jede Menge professionelle Unterstützung, ohne die diese Gitarre nie Wirklichkeit geworden wäre. Eines schon mal vorweg, sie hat nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch ein paar Raffinessen, die keine andere Gitarre in dieser Kombination hat. Und die nicht alle auf den ersten Blick sichtbar sind. Aber eins nach dem anderen. Wir schauen uns zuerst mal den Werdegang dieses Prachtstücks an, also wie aus den ursprünglichen Ideen ein Konzept wurde, natürlich auch sämtliche Spezifikationen, wie der Bau der Gitarre ablief und was das Ganze am Ende gekostet hat. Los geht's! Ich habe Luma jetzt seit gut einem Monat, wobei die Planung genau genommen schon vor über 2 Jahren startete. Bislang spielte ich ja diese Schecter Blackjack und war auch nach vielen Jahren noch weitestgehend zufrieden. Weitestgehend heißt, dass mich im Laufe der Zeit die eine oder andere Sache mehr und mehr zu stören begann. Der eigentlich fortschrittliche Hals mit seiner matten Lackierung hat sich meistens gut angefühlt, aber dass er durchgehend super dünn ist, also 20 mm am ersten und 22 mm am 12. Bund, hat mir mit meinen riesigen Klopfoten nicht immer geholfen. Immer wenn ich mal eine andere Gitarre in der Hand hatte, fiel mir wieder auf, dass ich mit einem dickeren Hals einiges müheloser spielen konnte. Gut, das traf eben nicht immer zu, manchmal war der dünne Hals schon hilfreich. Und nur des Halses wegen gleich eine neue Gitarre zulegen, dafür bin ich nicht Gitarrensammler genug. Doch es kamen mehr Dinge hinzu, über die ich irgendwann nicht mehr hinwegsehen konnte. Stichwort große Hände. Wenn ich auf den beiden höchsten Seiten schnellere Passagen gespielt habe, war mir regelmäßig der Lautstärkeregler im Weg. Ich habe immer wieder andere Haltungen probiert, aber bin nie das Gefühl losgeworden, dass die Position des Reglers falsch ist. Ja, und schließlich habe ich auch schon länger davon geträumt, endlich wieder ein Tremolo-System zu besitzen. Meine allererste E-Gitarre, eine rote Jackson Kelly, hatte zwar ein Floyd Rose Tremolo, aber eins der billigsten Sorte und damals wusste ich damit auch nicht wirklich was anzufangen. Und jetzt, nach über 20 Jahren mit festen Brücken, wurde es mal Zeit für was Neues. Ich weiß, so eine Schecter hätte es auch mit einem Floyd Rose gegeben. Aber ich bin selbst kein großer Fan von dieser Art von Tremolo. Und eins eines anderen Herstellers nachzurüsten, schien mir zu viel des Guten zu sein. Für mich war es naheliegender, mir eine zweite Gitarre mit anderen Eigenschaften zuzulegen, als Gefahr zu laufen, meine einzige Siebenseiter, die ich ja trotz allem mochte und mag, komplett zu verschandeln oder unspielbar zu machen. Und zu guter Letzt, wenn auch nicht ganz oben auf meiner Prio-Liste, bin ich inzwischen ziemlich angetan von Fächerbünden, die ich auf meinem Bass lieben gelernt habe. Denn für meinen Geschmack ist die tiefe A-Seite meiner Schecter trotz 70er Stärke und einer Mensur von 673 mm immer an der Grenze ihrer Tonstabilität oder wie auch immer man das nennt. Wenn ich die Leerseite mit bisschen Schmackes anschlage, wandert die Tonhöhe einfach stärker, als mir lieb ist. Meine 7-Seiter sind auf Drop A gestimmt, sodass die übrigen 6 Seiten in Standardstimmung sind. Das wiederum heißt, wenn ich das Problem mit der tiefsten Seite lösen will, indem ich mir einfach eine Bariton-Gitarre mit einer super langen Mensur zulege, dann kriegen die hohen Seiten einfach so viel Spannung, dass Bendings wirklich keinen Spaß mehr machen oder ich dort sehr dünne Seiten aufziehen muss, um dem entgegenzuwirken. Lange Rede, kurzer Sinn, es mussten Fächerbünde her, wodurch ich mir erhoffte, das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Eine längere Mensur für die tiefen Seiten, um eine möglichst hohe Spannung zu erhalten und eine kürzere Mensur für die hohen Seiten, damit Bendings nicht zum Problem werden. So, damit hatte ich meine groben Specs im Kopf und habe mir Kostenvoranschläge einiger Gitarrenbauer eingeholt und musste erstmal ganz schön schlucken. Unter 4 Riesen ging da nichts. Und wenn dann noch ein paar kleine Sonderwünsche dazu kamen, ging es noch weit drüber.
Aber klar, Qualität hat ihren Preis und so ein Handwerk soll auch gut bezahlt werden. Und dann kam mir so ein Gedanke, was, wenn ich meine Gitarre einfach selber bauen könnte? Vielleicht gibt es ja sowas wie diese Fahrer-Selbsthilfewerkstätten, in denen man bei Bedarf mit erfahrenen Leuten zusammenwerkeln kann, nur eben für Gitarren. Sowas habe ich online zwar nicht finden können, dafür jedoch 2 Gitarrenbauer, die Gitarrenbaukurse anbieten. Einer war schnell aus dem Rennen, weil man bei ihm nur ein paar wenige populäre, aber eben fixe Gitarrenmodelle ohne großartige Gestaltungsspielräume innerhalb solcher Kurse bauen kann. Doch der andere Gitarrenbauer, Felix Büttner, bietet neben Auftragsarbeiten und Reparaturen tatsächlich individuelle Gitarrenbaukurse an. Ja, und was soll ich sagen? Wie es der Zufall so wollte, befindet sich seine Werkstatt auch hier in Leipzig. Wir haben dann über die nächsten Wochen fleißig Mails hin und her geschrieben und Ideen ausgetauscht. Und von Felix gab es nur wenige Grenzen des Machbaren. Klar, wir konnten jetzt keine dreihälsige Gitarre innerhalb einer Woche bauen, aber eigentlich gab es nur eine Sache, die nicht ging. Und das war ein durchgehender Hals. Obwohl auch das eher dem dafür notwendigen Aufwand, mehr Zeit und höheren Kosten geschuldet war und auf meiner Wunschliste nicht allzu weit oben stand. Mit dem Hals haben wir dafür was anderes Ungewöhnliches angestellt, wie du vielleicht schon gesehen hast. Fangen wir mal bei der Form an. So Standardformen wie eine Les Paul, Strat oder Tele waren schon mal raus. Und auch wenn ich ja schon moderne Designs sehr mag, sollte es jetzt auch nicht zu abgespaced werden. So oder so, ich wollte keine Gitarre bauen, die 1:1 wie eine von der Stange aussieht und nur ein paar Mods und eine andere Lackierung bekommen hat. Ich meine, wozu besuche ich denn einen individuellen Gitarrenbaukurs, wenn nicht dazu, eine wirklich individuelle Gitarre zu bauen? Mein Anspruch war jetzt trotzdem nicht, das Rad komplett neu zu erfinden. Vielleicht denkst du schon die ganze Zeit, irgendwie hast du diese Korpusform doch schon mal gesehen. Also, die Vorlage für Luma war, was den Korpus angeht, eine Ibanez Fireman, also das Signature-Modell von Paul Gilbert. Ich feiere die grundsätzliche Form dieser Gitarre schon, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Nur fand ich das Schlagbrett ein bisschen zu viel des Guten, auch wenn es bei einigen Farbkombinationen schon vollkommen in Ordnung ist. Außerdem fand ich diese Spitze an ihrem Hintern jetzt weder sonderlich schön noch praktisch. Felix hatte während der Planungsphase anhand einiger dilettantischer Skizzen meinerseits eine erste digitale Zeichnung erstellt, die im Prinzip sofort den Nagel auf den Kopf traf und berücksichtigte dabei, dass ich die Gitarre als 7-Seite einen Tick größer als ihre 6-seitige Vorlage haben wollte. Nur beim Kopf haben wir schon ein paar Anläufe gebraucht. Im Gegensatz zu Paul Gilberts Fireman sollte meine Luma keine Rock'n'Roll-Gitarre, sondern eine geschmackvolle Metal-Axt werden. Daher konnte ich mich auch nie mit dem Kopf der Fireman anfreunden. Ich finde, dass im Gegensatz dazu der Kopf meiner Schecter einer der schönsten ist, die es gibt. Und dass er auch richtig gut zum Rest dieser Gitarre passt. Und abgesehen von der Optik ist es bei diesem Kopf auch so, dass die Saiten hinter dem Sattel gerade weitergeführt werden. Das minimiert die Reibung am Sattel und verbessert somit die Stimmstabilität. Ganz wichtig, wenn man ein Tremolo-System ohne Klemmsattel verbaut. Um das Ganze noch abzurunden, gab es einen Satz Klemmmechaniken von Schaller. Diese Locking-Tuners sehen nicht nur toll aus, sondern haben auch eine großartige Haptik, funktionieren 1A und sind noch dazu made in Germany. Falls dir Klemmmechaniken nichts sagen sollten, schau nach dem Video gerne mal in die Infobox. Ich habe vor einer Weile schon mal ein Video dazu gemacht. Wenn wir schon bei Schaller und Schecter sind, die Poti-Knöpfe sind ebenfalls von Schaller. Ich habe mich dabei für ein relativ neues Design mit dem simplen Namen Knopf entschieden, die durch so einen dünnen gefrästen Streifen zwar ähnlich griffig sind wie die oft verbauten Dome-Poti-Knöpfe, aber ein bisschen flacher und ein Mühe schicker, wie ich finde. Doch was haben die Poti-Knöpfe jetzt mit Schecter zu tun? Naja, Schecter ist eine der wenigen Gitarrenmarken oder sogar die einzige, keine Ahnung, bei der die Lautstärkeregler seit 2010 vermeintlich verkehrt herum verkabelt sind.
Heißt, mit dem von dir aus gesehen ganz rechts regle ich die Lautstärke des Stegtonabnehmers und mit dem zweiten die des Halstonabnehmers. Das mag ungewöhnlich und anfangs eben auch gewöhnungsbedürftig sein, aber ich habe es bei meiner Schecter wirklich lieben gelernt und will es echt nicht mehr missen. Schecter geht davon aus, dass der Tonabnehmer am Steg wesentlich häufiger im Einsatz ist und man im Zweifelsfall eben diesen dazugehörigen Poti-Knopf schneller erreichen können sollte. Das Einzige, was mich bei meiner Schecter in Bezug auf die Poti-Knöpfe stört, ist die Positionierung so nah an dem Bereich, in dem sich meine Hand befindet, wie ich eingangs ja schon sagte. Das haben wir gelöst, indem wir alle Regler ein bisschen weiter nach hinten geschoben haben. Und somit gibt es hier rein gar nichts mehr, was auch nur ansatzweise im Weg ist. Ganz hinten befindet sich noch der Tonregler, ganz klassisch zum Beschneiden der Höhen, aber eben auch mit Push-Pull-Funktion zum Splitten der Tonabnehmer, zu denen wir gleich kommen. Was das Holz des Korpus betrifft, habe ich mich für Lindenholz entschieden. Davon sieht man auf der Vorderseite wegen des weißen Lacks in Seidenmatt nicht mehr viel. Die Rückseite hingegen haben wir nur dunkel gebeizt und ebenfalls Seidenmatt lackiert. Ich habe jetzt einfach zu viele Jahre eine schwarze Gitarre gespielt und daher wurde es mal Zeit für Veränderung. Nicht, dass ich am Ende noch meine Gitarren miteinander verwechsle. Einer der Hauptgründe für Lindenholz war, dass es vor allem sehr leicht ist. Ganz wichtig bei einer recht großen Gitarre und noch dazu mit einem Tremolo-System, das wesentlich schwerer als eine feste Brücke ist. Die Gitarre wiegt jetzt 3,5 Kilogramm, was ein super Wert ist und sich auf Augenhöhe etwa mit einer sechsseitigen Ibanez Pia oder einer PRS Custom befindet. Falls du dich fragst, ob es auch klangliche Gründe gab, dass meine Wahl auf Lindenholz fiel, nee, gar nicht. Bei A-Gitarren oder Geigen mag das Holz eine größere Rolle spielen, aber die ganze Diskussion zum Thema Tonholz, speziell bei E-Gitarren, halte ich für echt überzogen. Das Gewicht war aber nicht der einzige Grund dafür, dass ich mich für Lindenholz entschieden hatte. Mir war außerdem sehr wichtig, dass wir vollständig auf Tropenholz verzichten und ausschließlich heimische Hölzer oder Vergleichbares verwenden. Aus diesem Grund besteht das Griffbrett auch nicht aus Ebenholz, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, sondern aus Richlite, einem Material, das sich ähnlich wie Holz anfühlt, aber aus recyceltem Papier und Phenolharz besteht. Richlite gibt es schon ewig und wird inzwischen vor allem im Küchen- und Modellbau eingesetzt, aber bietet eben auch Griffbrettrohlinge für Gitarren an. Ich finde, es kann sich echt sehen lassen. Wie gut oder schlecht es sich verarbeiten ließ, dazu sage ich dann gleich noch was. Eine Sache fehlt uns aber noch und damit kommen wir zu einem meiner persönlichen Highlights, dem Hals. Er besteht aus geöltem Riegelahorn und besitzt, wie man unschwer erkennen kann, ein asymmetrisches Profil. Würdest du den Hals durchsägen und seinen Querschnitt anschauen, würdest du ein Trapez sehen und keine C- oder D-Form wie sonst üblich. Erfunden haben Felix und ich das natürlich nicht, sondern Strandberg. Also ich vermute es jedenfalls, denn sie sind diejenigen, die sich das als Enderneck, die sich das als erste patentieren ließen und die einzigen, die es verwenden. Entweder will Strandberg dieses asymmetrische Halsprofil nicht für andere Gitarrenhersteller lizenzieren oder die anderen Hersteller wollen es selbst nicht, keine Ahnung. Ich jedenfalls hatte mal eine Strandberg in der Hand und war ziemlich angetan von dem Konzept und wusste, das braucht meine Luma auch. Sinn und Zweck der Trapezform ist, dass die gerade Grundfläche den Hals quasi dicker und komfortabler macht, ohne dass der komplette Hals zu einem Baseballschläger mutieren muss. Außerdem fördert diese Form, dass du den Daumen während bestimmter anspruchsvoller Passagen auf dieser Grundfläche behältst und somit das Handgelenk eher gerade lässt und schonst. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass sich die Trapezgrundfläche im Verlauf des Halses verschiebt und zum Korpus hin quasi immer weiter nach unten wandert. Was ich aber anders als Strandberg gemacht habe, ist, dass die Kanten des Trapezes abgerundeter sind. Denn es gibt viele Parts, bei denen ich trotzdem den Daumen weiter oben platzieren will oder gar übergreifen will, um die 7. Seite abzudämpfen. Ich bin auf jeden Fall saufroh, dass ich auf Felix gehört habe und wir den Hals nur geölt und nicht lackiert haben. Die schöne Optik ist das eine, aber der Hals fühlt sich wirklich so gut an. Ich wusste ja, dass matt lackierte Hälse besser bespielbar sind und nicht so sticky sind wie mit Hochglanzlack. Aber ein geölter Hals setzt dem Ganzen echt die Krone auf. Zum Erlebnis, diesen Hals zu formen, komme ich gleich noch.
Die Bundstäbe bestehen aus Edelstahl und sollten somit recht lange durchhalten. Wie zu Beginn des Videos erwähnt, habe ich mich für Fächerbünde entschieden, was du vielleicht auch unter der Bezeichnung Multiscale oder Fanned Threads kennst. Ich wollte aber nicht die Hardcore-Variante, bei der die Bünde an beiden Halsenden total schräg stehen, sondern eine moderate Neigung zum Kopf hin und dafür grundsätzlich eine etwas längere Mensur als üblich. Konkret heißt das, dass die Mensur bei der höchsten Seite 670 mm beträgt und bei der tiefsten 687 mm. Beim Sattel fiel meine Wahl auf einen von GraphTech, der sich Black Tusk nennt. Das hatte zwei Gründe. Erstens wollte ich keinerlei tierischen Bestandteile an meiner Gitarre haben und zweitens ist das Material des GraphTech-Sattels angeblich 5-mal gleitfähiger bzw. reibungsärmer als vergleichbare Produkte aus oder mit Graphit. Es gibt ja so Nostalgiker, die sagen, dass ein guter Sattel unbedingt aus Knochen bestehen muss und ich weiß, dass einige Gitarrenbauer darauf schwören. Insofern war ich froh zu hören, dass Felix mit meinem Wunsch gar keine Probleme hatte. Im Gegenteil. Er erzählte mir, dass Sättel aus Knochen oft porös sind und mit der Härte von modernen Kunststoffmaterialien nicht mithalten können. Da Perlmutt als Material für mich ebenfalls raus war, bestehen sowohl die kleinen Dots auf der Griffbrettoberseite als auch das Inlay im 12. Bund aus herkömmlichem Kunststoff. Auf dem Griffbrett selbst brauche ich keine Markierung und mag sie optisch auch nicht sonderlich. Ganz blank wollte ich das Griffbrett aber nicht lassen. Insofern freue ich mich, dass das simple Inlay so ein schicker Akzent geworden ist, wie ich mir vorgestellt hatte. Tonabnehmer. Passiv sollten sie sein, weil ich deren Klang und Dynamik einfach mag. Ist natürlich Geschmackssache. Außerdem sollten die Tonabnehmer ordentlich Bums haben und möglichst variabel sein. Es sind schließlich die Alpha- und Omega-Humbucker von Seymour Duncan geworden, die genau das mitbringen, hochwertig verarbeitet sind und mit ihrer mattschwarzen Oberfläche noch dazu gut ins Bild passen. Ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, aber hier nochmal, die beiden Humbucker lassen sich splitten, indem man am Tonriegler zieht. Das in Kombination mit einem einfachen 3-Wege-Schalter ist alles, was ich brauche, um von brutalen Riffs über knackige Solopassagen bis hin zu super warmem, cleanem Ambient-Kram alles abdecken zu können. An der Stelle eine ganz interessante Empfehlung zum Thema Sound. Ich hatte mich zuvor ja schon mal kritisch zum Thema Tonewood bei E-Gitarren geäußert. Und inzwischen weiß ich, dass sich Tonabnehmer klangtechnisch ähnlicher sind, als manch einem lieb sein mag. Klar, zwischen aktiven und passiven Pickups liegen Welten. Single Coils klingen anders als Humbucker. Und unter allen Tonabnehmern gibt es unterschiedliche Ausgangsleistungen bzw. Widerstände. Aber bleiben wir mal bei passiven Humbuckern. Da mag es Unterschiede in der Verarbeitungsqualität und Lautstärke geben, auch dahingehend, ob magnetisch abgeschirmte Kabel verwendet wurden. Solltest du aber glauben, dass eine Strat oder Les Paul besser klingt als eine super billige Harley Benton, wenn sie alle an dasselbe Equipment angeschlossen sind, dann empfehle ich dir 2 Videos von Glenn Fricker vom Kanal Spectre Sound Studios, die echt Eindruck bei mir hinterlassen haben. Er führt dort einen Blindtest mit verschiedenen Gitarren durch, die allesamt passive Humbucker haben und löst das Ganze dann in einem späteren Video auf. Ich verlinke beide Videos mal, dann kannst du sie dir nachher mal geben und schauen, ob du raushören kannst, welche Gitarre besser oder unverwechselbar klingt. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber eigentlich auch nicht. Mir war das Ganze einfach lange nicht so klar. Und die meisten Leute aus meinem Umfeld, auch Gitarristen, fragen mich, wie denn meine neue Gitarre denn so klingt. Deswegen halte ich für sinnvoll, wenn wir mit der Vorstellung aufräumen,
dass E-Gitarren so unterschiedlich klingen würden, wenn man mal die eigentlich wichtigen Dinge hinter der Gitarre außer Acht lässt, wie Effekte, den Amp und auch die Lautsprecher bzw. Box. Entscheidend für die Qualität einer Gitarre sind andere Dinge wie Bespielbarkeit, die Verarbeitung oder Anbauten, mit denen man jede Menge Spaß haben kann. Hier gibt es ja noch ein Bauteil, das ich bislang nicht erwähnt habe, nämlich einen Killswitch. Viel gibt es zu ihm aber auch nicht zu sagen. Drückt man ihn, wird das Signal unterbrochen, lässt man ihn wieder los, hört man wieder was. Eine kleine Spielerei, von der ich nicht glaube, sie bei jedem Song einzusetzen, aber ich sag mal so, lieber haben als brauchen. Gut, kommen wir endlich zu diesem Schmuckstück, dem Kala Tremolo-System. Nachdem ich lange Zeit mit Tremolos abgeschlossen hatte, vor allem mit Floyd Rose-System, konnte ich durch Zufall meine Gitarre mit einem Kala spielen. Es gibt online verhältnismäßig wenige gute Tests dieser Tremolo-Systeme und offenbar viele Vorurteile und auch Mythen. Das soll jetzt kein Vortrag zu Kala werden, dafür spiele ich es auch noch nicht lange genug. Fakt ist, dass es wie auch bei Floyd Rose sehr billige, um nicht zu sagen schlechte Kala-Systeme gibt. Bei dem hier handelt es sich um ein Kala 2317 aus der 2300er Professional-Serie. Quasi eins der Oberklasse-Modelle. So ein Oberklasse-Modell. Fresse. Doch selbst bei den einzelnen Modellen derselben Serie gibt es verschiedene Optionen. Bei meinem System zum Beispiel besteht das große, bewegliche Gussteil, in das der Tremoloarm geschraubt wird, aus Messing. Und die kleinen Sattelrollen, über die die Saiten geführt werden, aus Stahl. Damit die Saiten den Lack dieser hinteren Auflagefläche nicht mit der Zeit wegschmörgeln oder sich gar kleine Kerben bilden, habe ich die Seitenenden einfach in handelsübliche Schrumpfschläuche gesteckt. Jedenfalls habe ich meine Entscheidung für das Kala Tremolo bislang nicht bereut. Es lässt sich butterweich mit wenig Kraft bedienen und gleichzeitig macht es einen robusten Eindruck, auch wenn ich mal ein bisschen ruppiger bin oder gar Divebombs mache. Und selbst bei so einem Einsatz kann sich die Stimmstabilität echt sehen lassen und ist höchstens ein paar wenige Cents daneben, wie bei anderen guten Tremolo-Systemen auch. Der ganze Einbau und das Setup waren auch relativ einfach, wobei ein paar Angaben der Kala-Anleitung nicht ganz zutrafen und ich froh war, dass Felix das alles gleich geblickt hat. Anders als bei einem Floyd Rose musst du für Kala-Tremolos kein riesiges Loch durch den kompletten Korpus bohren, sondern nur auf der Vorderseite etwas Platz im Holz schaffen. Und das Gute ist, sämtliche Einstellungen, also nicht nur die Höhe der Seitenreiter, die Seitenabstände und die Intonation, sondern auch die Federspannung kannst du direkt von vorne am eingebauten Tremolo vornehmen. Dauert natürlich trotzdem alles seine Zeit, wenn du das zum ersten Mal machst, aber solange du dann immer dieselbe Seitenstärke beibehältst, musst du ja aber auch nicht mehr ran. Und noch eine tolle Funktion, mit Hilfe der kleinen Innen-Sechskantschraube hier hinten am Tremolo kannst du das ganze System bei Bedarf verriegeln, sodass es sich gar nicht mehr bewegen kann. Gleichzeitig ist der ganze Bereich, auf dem meine Hand aufliegt, dermaßen stabil und unbeweglich, dass mir das bislang noch nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist. So viel erstmal zum Tremolo. Wenn du speziell hierzu noch Fragen hast und ich mal ein ausführlicheres Video machen soll, lass mir gerne einen Kommentar da. Nun aber mal zum Gitarrenbaukurs an sich.
Wie also läuft so ein Kurs bei Felix ab? Los geht's am besten per Mail bzw. Kontaktformular über seine Webseite, die ich dir unten auch verlinkt habe. Mach dir vorher so viele Gedanken wie möglich und schreibe ihm, was du vorhast, was unbedingt sein muss, aber genauso die Dinge, bei denen du unsicher bist oder keine Ahnung hast. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie unterschiedlich bzw. stark die Neigung der Fächerbünde ausfallen kann und welche Auswirkungen das auf die Mensur hat. Felix hat mir dann einige Optionen skizziert, sodass ich mir quasi nur noch meinen Favoriten aussuchen musste. Ähnlich war es beim Finnisch, wobei das theoretisch auch erst während des Kurses entschieden werden kann. Hierzu wusste ich dann aber schon mal über alle Optionen Bescheid und konnte mir meine Gedanken machen. Wie viel Zeit musst du dir eigentlich für so einen Kurs einplanen? Für normale E-Gitarren reichen meistens 6 volle Tage. Bei Akustikgitarren solltest du eher mit mindestens 2 Wochen rechnen. Theoretisch lässt sich das wahrscheinlich auch aufteilen. Ich würde dir aber klar empfehlen, den Kurs am Stück, also ohne Unterbrechung einzuplanen. Für mich war es auf jeden Fall eine der besten Urlaubswochen, die ich je hatte. Nachdem Felix und ich also nach ein paar Mails nun alles Wichtige besprochen hatten, hat Felix die digitale Skizze der Gitarre erstellt. Und dann hieß es einfach warten auf den Kursstart, während Felix sich unterdessen um die Beschaffung der Materialien kümmerte. Und dann ging's los. Ende August, bei schwülen über 30 Grad, die ganze Woche lang. Yay. Begonnen haben wir damit, Schablonen für den Korpus und den Hals herzustellen. Vor allem als Vorlage und Führung für die Fräsmaschine. Ich hatte vorher noch nie mit so einer Fräse gearbeitet, aber Felix hat mich da super angeleitet, sodass ich mit der Zeit da relativ selbstständig mitarbeiten konnte. Während die beiden Korpushälften, die wir miteinander verleimt hatten, am Trocknen waren, haben wir uns um die ersten Schritte beim Hals und dem Griffbrett gekümmert. Sieh es mir bitte nach, dass ich den Kurs nur mit Fotos dokumentiert habe. Ich habe erst überlegt, Videos aufzunehmen, aber das hätte uns nur aufgehalten und auch nicht alles einfangen können, weil wir ja in der Regel parallel an unterschiedlichen Dingen gearbeitet haben und sehr oft zwischen den Stationen hin und her wechseln mussten. Ich glaube, da hätte auch ein bisschen der Flow und mein Kurserlebnis drunter gelitten, mal von den notwendigen Kamera-Umbauzeiten ganz zu schweigen. Wir hatten ja schon ein straffes Programm vor uns. Ich hoffe, ich kann dir trotzdem einen guten Einblick in den Verlauf und die meisten Arbeitsschritte geben. Das waren erstmal ein paar spaßige erste Schritte mit schnellen Ergebnissen. Als nächstes habe ich auf dem Griffbrett markiert, wo sich später die Buntstäbe befinden sollen. Und klar, jetzt ging es los mit Präzisionsarbeit. Und da war sie, schon am ersten Tag. Die Aufgabe, die so gar keinen Spaß machte und mich maßlos überforderte. Nämlich mit Hilfe einer super dünnen und flexiblen Japansäge die Schlitze für die Buntstäbe ins Griffbrett zu sägen. Ich habe mich regelrecht abgemüht an dem Material. Beim Zurechtsägen vorher gab es keinerlei Probleme. Aber im Gegensatz dazu hat das Ridgelight die Japansäge bei jedem Zug immer fester umklammert und sich wie Gummi verhalten, das sich unter Reibung und Wärme ausdehnt. Wahrscheinlich durch den hohen Wachsanteil. Nachdem ich nach ein paar Schlitzen am Ende meiner Kräfte und Nerven war, hat Felix die übrigen Schlitze wie ein Berserker in einer Tour fertiggestellt. Keine Ahnung, wie er das macht. Weiter ging es am zweiten Tag mit einigen dankbareren und gröberen Arbeiten. Die Korpushälften waren inzwischen getrocknet, sodass ich sie mit Hilfe unserer Schablone fräsen konnte. Felix hatte bereits den Kopf mit dem Hals verleimt und die Nut in den Gitarrenhals gefräst, in die später der Halsspannstab kommen sollte. Und damit nahm die Gitarre schon ordentlich an Form an. Als nächstes haben wir die Positionen für Tremolo und Tonabnehmer ausgemessen und angezeichnet und mit Hilfe von Bohrer und Fräse Platz für das Tremolo im Holz geschaffen. Jetzt erst hatte ich nach einigem Rumprobieren entschieden, wo genau die Poti-Knöpfe, der Schalter für die Tonabnehmer und der Killswitch landen sollen. Tag 3. Erstmal jede Menge Bohren und Fräsen. Auf der Rückseite für die Elektronikfächer und auf der Vorderseite für die Pickups. Und nachdem ich die Kanten des Korpus etwas abgerundet hatte, ging es um Ergonomie. Unter anderem um die Armablage an der Vorderseite. Dabei habe ich mich mit Hilfe eines Hobels an meine Wunschform herangetastet und währenddessen immer wieder den Korpus in die Hand genommen, um zu schauen, wie groß und wie schräg die Ablage sein soll. Ähnlich war es auf der Rückseite, bei der ich mich um die Aussparung gekümmert habe, die meinen Oberkörper berührt, wenn ich die Gitarre umhabe. Also die hier. Diese beiden Arbeitsschritte sind auch so ein gutes Beispiel dafür, weshalb sich so ein Kurs lohnt. Denn ich konnte selbst maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wie gut sich die Gitarre an mich schmiegt und dafür sorgen, dass mein Arm bequemer als bei jedem anderen Instrument aufliegen kann. Bei der Sache musst du hierbei natürlich trotzdem immer sein, denn weiterfeilen und sägen geht immer.
aber Holz wieder hinzufügen, wenn mal zu viel ab ist, wird eher schwierig. Insofern war die Devise im Zweifelsfall lieber etwas mehr Zeit lassen und einmal öfter anprobieren, anstatt einmal zu wenig. Schließlich haben wir noch den Halsspannstab eingesetzt, Löcher für die Stimmmechaniken gebohrt, Hals- und Griffbrett miteinander verleimt und als Vorbereitung auf das Schleifen am nächsten Tag die Gitarre etwas befeuchtet, einfach damit sich die Holzfasern aufstellen. Am 4. Tag hat Felix die Kabelschächte gebohrt und ich habe mich um den Hals gekümmert. Hierfür habe ich den Hals erst auf einem kleinen Stück auf etwas mehr als die geplante Dicke gebracht und mich dann mit Feile und Hobel der eigentlichen Form angenähert. Den Hals zu formen war für mich wahrscheinlich auch eine der längsten Arbeitsschritte während des gesamten Gitarrenbaukurses, weil ich mich hier nicht nur Stück für Stück rantasten und immer wieder testen musste, ob die Dicke und die Form des Halsprofils tatsächlich in die gewünschte Richtung gingen, sondern weil wir ja als Vorlage nichts außer Bilder von Strandberg-Gitarren hatten. Am Anfang des Videos sagte ich ja schon, dass ich es ein wenig runder haben und meine eigene Version daraus machen wollte. Ja, und so zog sich das Hobeln dann bis zum Abend hin und sah dann erstmal so aus. Ja, irgendwie ein bisschen verkorkst. Felix hat das Ganze zum Glück noch in vernünftige Bahnen lenken können, sodass ich am 5. Tag mich beim Hals eigentlich nur darum kümmern musste, die Kanten nach meinen Vorstellungen abzurunden und den Hals richtig glatt zu schleifen. Felix hatte unterdessen viele andere Dinge vorbereitet, etwa den Korpus schon mal geschliffen, Löcher für die Poti-Knöpfe und so weiter gebohrt und schon fleißig gelötet. Gerade das Löten war jetzt nichts, worum ich mich gerissen habe. Sowas läuft mit Felix dann immer in Absprache, je nachdem, was du am liebsten machen oder lernen möchtest. Ich hatte damals nach der Schulzeit mal eine Ausbildung angefangen, bei der ich mehr als genug löten musste. Da war ich jetzt nicht sonderlich scharf drauf. Den Nachmittag verbrachte ich dann mit dem Bundieren des Griffbretts. Das heißt, Buntstäbe vorbiegen mit einem speziell dafür vorgesehenen Werkzeug, das ich am liebsten gern stundenlang bedient hätte. Dann die Buntstäbe so gut es geht zurechtschneiden und schließlich mit gezielter Gewalt mit Hilfe einer kleinen Holzauflage in die vorgesägten Schlitze des Griffbretts schlagen. Alles Überstehende habe ich anschließend abgeknipst und falls es noch kleine Lücken am Rand zwischen Buntstab und Griffbrett gab, habe ich diese verfüllt. Ich sehe auch gerade, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon auf der Oberseite des Griffbretts kleine Löcher gebohrt und die weißen Dots angebracht hatte. Das größere weiße Inlay auf der Vorderseite hatte Felix da auch schon eingesetzt. Das Fertigstellen der Bünde, ich weiß gar nicht, ob man das bei neuen Bünden auch abrichten nennt. Na, zumindest war das ebenfalls eine Sache, die Felix übernahm. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem dem Umstand geschuldet, dass ich auf Buntstäbe aus Edelstahl bestanden hatte, die langlebiger, aber auch schwieriger zu bearbeiten sind als Buntstäbe aus zum Beispiel Neusilber. Als letzten Step am Tag 5 haben wir noch den Korpus gebeizt, der dann über Nacht in Ruhe trocknen durfte. Vom Tag 6 habe ich leider keine Bilder der einzelnen Arbeitsschritte, aber da die ganzen Holzarbeiten ja schon durch waren, fehlen an dieser Stelle eigentlich nur die Szenen, in denen wir den Graphtex-Sattel feilen und schließlich die komplette Gitarre zusammensetzen, sowie das Tremolo-System halbwegs einstellen, um die Gitarre dann zum ersten Mal anspielen und testen zu können. Und das war schon ein krasser Moment. Nach 6 langen Tagen, in denen viel Schweiß und auch ein bisschen Blut geflossen ist, die Gitarre mal komplett in der Hand zu halten. Umso trauriger war es dann aber, die Gitarre nicht mitnehmen zu können und zu wissen, dass ich jetzt nochmal eine Menge Geduld aufbringen muss. Denn je nachdem, wie es Felix' Kapazitäten und die des Lackierers zulassen, kann es schon noch eine ganze Weile dauern. Aber klar, Felix muss hierfür einiges vorbereiten und der Lackierer hat jetzt auch nicht ständig Langeweile und wartet nur auf Gitarren. Die ganzen Lackschichten brauchen Zeit zum Trocknen, genau wie der geölte Hals im Nachgang auch. Nach so 2,5 Monaten kam dann die freudige Nachricht von Felix, dass wir die Gitarre final zusammenbauen können. Er hatte unterdessen die Elektronikfächer schon mit Graphitlack versehen, der dazu da ist, Einstreuungen bzw. unerwünschte Nebengeräusche zu minimieren. Ich war jedenfalls ganz hin und weg vom neuen Look des Korpus. Eigentlich fehlten nur noch die Gurtpins, S-Locks von Schaller, die mich auch bei meiner Schecter noch nie im Stich gelassen haben. Und dann ging es zum zweiten Mal ans Zusammensetzen der Gitarre. Also nochmal Hals und Gitarre verschrauben, alle Bauteile einsetzen bzw. verlöten und Saiten rauf. Wir haben uns auch nochmal richtig Zeit genommen, um das Tremolo-System und die Saitenlage bestmöglich einzustellen. Ja, und dann war ja also tatsächlich vorbei, der Gitarrenbaukurs. Und ich durfte meine Luma endlich mit nach Hause nehmen.
Ich vermute mal, dass es schon ein bisschen durchgeklungen hat. So einen Gitarrenbaukurs macht man nicht alle Tage. Und ich weiß, dass die vielen tollen Erinnerungen daran für immer bleiben werden. Nicht zuletzt auch durch Luma, die mich ab jetzt begleiten wird und die ich im Vergleich zu anderen E-Gitarren, die ich mal besessen habe, wahrscheinlich für immer behalten werde. Gleichzeitig hat der Kurs meinen Respekt für Felix, für den Beruf des Gitarrenbauers bzw. des Instrumentenbauers allgemein nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich sag's wie es ist, der Kurs ist kein Zuckerschlecken und die 6 geplanten Tage haben wir, abgesehen von der entspannten halben Stunde Mittagspause, auch echt gebraucht. Ich bin jetzt nicht so blauäugig davon ausgegangen, dass wir nur ein bisschen Holz schnitzen und sägen, dabei nur rumalbern und am Ende ploppt wie von selbst eine schicke Gitarre raus. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, kannst du dir nicht vorstellen, wie kleinteilig und phasenweise monoton die Arbeiten wirklich sind, obwohl es insgesamt ja schon sehr viele unterschiedliche Arbeiten waren. Ich glaube, in diesem Rückblick kam nicht ansatzweise rüber, wie oft und lange wir Dinge schleifen mussten. Allein die Prozedur beim Korpus, alle Flächen und Kanten mit grobem Schleifpapier, dann alles nochmal mit weniger grobem, schließlich mit ganz feinem Papier, dann wässern und nochmal komplett schleifen. Das muss man dann einfach akzeptieren und durchziehen. Wesentlich angenehmer wurden die monotonen Arbeiten dadurch, dass du als Teilnehmer bei Felix Kursen über die Musik entscheiden darfst, die gespielt wird. Da Felix und ich zum Glück einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben und uns auch zwischenmenschlich super verstehen, war es insgesamt wirklich richtig angenehm. Und zur Wahrheit gehört definitiv auch, dass es ganz viele Schritte gab, die mir mega Bock gemacht haben. Felix hat mir jeden Schritt in Ruhe erklärt, mir anfangs immer über die Schulter geschaut und dann, wenn er gesehen hat, dass ich keine Scheiße baue, mich mehr und mehr alleine machen lassen. Fragen, auch reichlich dumme, konnte ich zu jeder Zeit stellen und ich hatte nie das Gefühl, auf mich alleine gestellt zu sein. Ich habe einfach so viel in dem Kurs gelernt. Dazu zählen erstmal die offensichtlicheren Dinge wie wichtige Maße, Abläufe, Vorgehensweisen, Tricks und so weiter. Aber ganz klar auch vieles drumherum. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass Riegelahorn keine Holzart ist, sondern es sich dabei um Ahornholz mit sogenannten Riegelwuchs handelt, der ziemlich selten vorkommt und entsprechend teuer ist. Außerdem konnte ich einen kleinen Einblick bekommen in den Arbeitsalltag eines Gitarrenbauers und wie er es schafft, immer wieder kreative und pragmatische Lösungen zu finden, weil er einfach die nötige Erfahrung dafür hat. Zum Beispiel stellt Felix eigene Hilfsmittel aus Holz her, um bestimmte Arbeiten einfacher und schneller erledigen zu können. Einen besseren Kursleiter als Felix hätte ich mir nicht wünschen können. Er hat schon unzählige Gitarren gebaut, egal ob Akustik oder E-Gitarre, Bass und andere Saiteninstrumente. Und ist dennoch ziemlich experimentierfreudig. Er repariert zudem seit Jahren Instrumente unterschiedlichster Hersteller und Baujahre, sodass er die vielen Eigenheiten, um nicht zu sagen Tücken und Fallstricke kennt. Er weiß also, was geht und was beim Bau schwieriger werden könnte oder einfach viel Zeit frisst. Das war schon während der Planungsphase Gold wert, als ich mit ihm meine Ideen durchgegangen bin. Zu der Zeit wussten wir, dass er frühestens in 2 Monaten Zeit für einen neuen Gitarrenbaukurs hat und das war auch für mich gut so, denn einerseits gab es noch Materialien zu bestellen und andererseits hatte ich so genug Bedenkzeit, um mir nochmal in Ruhe Gedanken machen zu können über einige Details, die wir nicht schon im Vorfeld festlegen mussten und bei denen ich unschlüssig war, wie etwa die Farbe oder ob ich den Hals wirklich lackieren lassen oder eben ölen möchte. Von daher bin ich auch stolz, dass Felix noch ein internes Kürzel auf der Halsrückseite eingestanzt hat und meine Luma das Kürzel BGK 18 trägt, das für den 18. Gitarrenbaukurs steht, den Felix angeleitet hat. Kommen wir mal zu der Frage, was du an Fähigkeiten und Zaster mitbringen musst, wenn du selbst mal so einen Kurs belegen willst. 2 linke Hände solltest du auf jeden Fall nicht haben und wahrscheinlich schadet es auch nicht, wenn du schon mal eine Feile in der Hand hattest oder einen Standbohrer bedient hast. Das ist zwar keine zwingende Voraussetzung für den Kurs und bei mir lag das Thema Holzbearbeitung auch schon länger zurück, aber ich sag mal so, es ist wahrscheinlich nicht die tollste Erfahrung, wenn du panische Angst vor Sägen hast oder dir stundenlanges Feilen und Schleifen zu öde ist. Klar, im Zweifelsfall übernimmt Felix Arbeitsschritte, die du partout nicht hinbekommst. Aber das musst du entscheiden, ob es dann eher ein Ich-schaue-zu-Gitarrenbaukurs ist. Und sicher, am Ende soll auch das Ergebnis stimmen. Und Felix hat für mich nicht nur einmal bestimmte Teile fertiggestellt, die ich nur begonnen oder nur zu 80-90% hinbekommen habe. Trotzdem wollte ich so viel wie möglich selber machen und ich glaube, genau das sollte dein Antrieb sein, um so einen Kurs zu belegen. Ansonsten kann dir Felix auch ganz allein ein Instrument nach deinen Vorstellungen bauen. Dann wird dein Instrument auch wirklich perfekt, denn ehrlicherweise gibt es schon die eine oder andere kleine Stelle,
an der ich nicht ganz sauber gearbeitet habe und die man jetzt auch noch sehen kann, weil Felix sie nicht mehr retten konnte. Man findet diese winzigen Makel aber vermutlich nur, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Gehört sicher einfach dazu und so hat meine Luma gleich von Beginn an Charakter. Ich will mir gar nicht ausmalen, was dabei herausgekommen wäre, hätte ich komplett auf eigene Faust eine Gitarre gebaut. Die würde jetzt wahrscheinlich darum flehen, dass man sie verbrennt. Kommen wir mal zu der Frage, was der ganze Spaß nun eigentlich kostet. Das kommt immer drauf an. Felix bietet neben den vollständigen Gitarrenbaukursen auch abgespeckte Kurse an, die teilweise nur einen Tag dauern, bei denen zum Beispiel nur die Bünde bearbeitet oder erneuert werden. Oder du hast selbst einen Gitarrenbausatz und willst lernen, wie du ihn vernünftig mit Nitrolack veredelst. Da ist so gut wie alles denkbar. Felix verlangt für einen kompletten Kurs über 6 Tage, bei dem du eine E-Gitarre baust, derzeit, also Anfang 2024, eine Kurspauschale ohne Materialien von 1.700 €. Für eine Akustikgitarre musst du hingegen mindestens 2 Wochen einplanen. Die Kurspauschale beträgt dadurch hierfür aktuell 3.000 €. Darin inbegriffen ist in beiden Varianten die Nutzung der Werkstatt und vor allem Felix Zeit. Nicht nur für die Durchführung an sich, sondern auch für die gesamte Planung und alle Vorbesprechungen. Zu der Pauschale hinzu kommt dann eben der Preis, wohlgemerkt der reine Einkaufspreis, für sämtliche Materialien und wie du dir denken kannst, gibt es dabei nach oben kein wirkliches Limit. Das können 300 € sein, aber auch schnell 4-stellige Beträge. Bei mir hat zum Beispiel das Tremolo-System und die Tonabnehmer den Gesamtpreis gleich mal um 1.000 € nach oben katapultiert, weil beides in den Staaten hergestellt wird und durch den notwendigen Import nicht wirklich günstig zu bekommen ist. Mal zum Vergleich, das Material für den Lindenholzkorpus und den geriegelten Ahornhals hat mich zusammen gerade mal 100 € gekostet. Ein mit 150 € ähnlich hoher Posten waren die Schallerklemmenmechaniken und die übrigen Bauteile waren dann verhältnismäßig nur noch Peanuts. 2 Dinge, die bei mir noch hinzukommen, sind Mehrkosten für die Bundierung mit Edelstahl, auf die ich ja bestanden hatte und durch die Felix zusätzliche Arbeitsaufwände hatte, und die Kosten des externen Lackierers. Im Rahmen des Kurses könntest du ein Finish mit Hartöl und Holzwachs vornehmen. Shellac oder Nitrolack hingegen musst du entweder mit Hilfe eines Crashkurses durch Felix selbst nach Ende des Gitarrenbaukurses aufbringen oder eben zusätzlich buchen. Schau dich dazu am besten mal in Ruhe auf Felix' Website um. Dort findest du die allermeisten Infos rund um die Gitarrenbaukurse, zu Lackierungsoptionen und zu kleineren Kursen, wie zum Beispiel Bünde abrichten. Dort erfährst du zudem, welche Vorhaben den geplanten Rahmen von einer Woche sprengen und somit mehr Zeit benötigen und höhere Kosten verursachen würden. Felix nennt hier unter anderem aufwendige Griffbretteinlagen oder ein Binding aus Holz oder Perlmutt. Wirklich ausgeschlossen wird aber eigentlich gar nichts. Am Ende hat mich der Kurs und mein neues Instrument insgesamt 3.500 € gekostet. Das ist eine Menge Asche und wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich ungefähr so viel, wie mich alle meine Gitarren, die ich bislang besessen habe, zusammengenommen gekostet haben. Aber das sind eben alles keine rein handwerklich hergestellten Instrumente gewesen. Und wenn du mal schaust, was eine halbwegs vernünftige in Europa oder den Staaten hergestellte Gitarre kostet, bin ich wirklich mehr als glücklich mit diesem Preis. Allein schon das Event des Gitarrenbaukurses, alles, was ich lernen durfte und die Tatsache, dass ich echt meine persönliche Traumgitarre bauen konnte, das lässt sich gar nicht mit Geld aufwiegen. Ich muss noch mal ganz klar sagen, nachdem mir verschiedene Gitarrenbauer aus Europa, auch aus Osteuropa, Kostenvoranschläge zusammengestellt haben, die jenseits der 4.000 und 5.000 € Marke waren und bei denen nicht mal alle Optionen umsetzbar waren, die für Felix ganz selbstverständlich okay waren, finde ich den Preis mehr als angemessen. Der Gitarrenbaukurs mit Felix war wirklich ein unvergleichliches Erlebnis und ich kann dir nur empfehlen, sowas auch mal zu machen, wenn es deine Zeit und dein Budget zulassen. So, wenn du noch Fragen hast, ab in die Kommentare damit. Nochmals dickes Dankeschön an Felix und dir fürs Zuschauen und Durchhalten bis zum Ende des Videos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ahoi!